Hi, ich bin Melanie von Shoyam. Als Mitentwickler der Excellent Line Designstele nutzen wir diese bei nahezu jeder Veranstaltung und können durch unser vielseitiges Zubehör jede Anforderung realisieren. In diesem Video stellen wir euch vor, wie die Designstele und ihre Aufnahmen zu handhaben sind. Wir verschaffen euch eine Übersicht und eine Anleitung zum effizienten Aufbau. Auf der Website excellentline.com findet ihr die Aufstellung aller Stelen mit Maßen, Statiken und vielen Beispielen zu möglichen Einsätzen. Für unsere Einsätze am häufigsten im Gebrauch sind die D-Line und die S-Line. Worin unterscheiden sie sich? Das zeigt ein Blick auf die Bodenplatten. Die D-Line hat ihre Stele in der Mitte und ist für zentrische Lasten geeignet. Wir unterscheiden die D2 und die D4. Die maximale Bauhöhe lässt sich direkt von dem Namen herleiten. Mit der D2 kann ich maximal 2,40 Meter hochbauen, die D4 ermöglichen bis zu 4 Metern. Die S-Line hat ihre Stele dezentral und ist für auskragende Lasten geeignet. Auch hier haben wir die kleinere S2 mit 2 Metern und die größere S3 mit 3 Metern. Diese Bauhöhen erreiche ich durch die einzelnen Verlängerungen. Abschließend kommt der Universalkopf mit 56 cm. Warum genau 56? Mit der 2 cm dicken Bodenplatte und ihren Füßen landen wir bei genau 60 cm. Und somit bei runden Maßen in der Gesamthöhe. Der Kopf hat Löcher für Bolzen sowie ein M10-Gewinde zum Anbringen diverser Aufnahmen, je nach Anwendungsfall. Bauen wir direkt ein paar Beispiele auf. Zuerst möchte ich einen Lichtsteher aufstellen. Er soll 3 Meter hoch und symmetrisch mit Washern bestückt werden. Wir benötigen eine D4 Bodenplatte. Die Kabel führe ich von unten durch, in diesem Fall Strom und DMX. Ich stecke die 1 Meter, 80 cm und 60 cm Verlängerungen auf. Wie ihr seht, lege ich die Stele auf ein Case ab. Das bietet sich vor allem für Bauvarianten über Kopfhöhe an. Den Schluss macht der Excellent Line Universalkopf mit der Kabeldurchführung. Diesen drehe ich bei diesem Anwendungsfall nach hinten, um den Kabelauslass zu verdecken. Für die Lampen schraube ich den Universalträger an. An diesen befestige ich meine Washer, verkabel und adressiere sie und lasse überschüssige Kabel direkt in der Stele verschwinden. Gegen Wegrutschen gesichert, stelle ich die Stele im Gesamten auf. Beim nächsten Beispiel möchte ich mehrere Moving Heads bauen, in gestufter Anordnung. Für einen niedrigen Aufbau reicht mir die D2. Die Universalplatte wird mit einer M12 Senkkopfschraube befestigt. Auf dieser kann ich Projektoren, Moving Heads oder Ähnliches stellen. Bei einem Display handelt es sich nun um eine dezentrale Ballastierung. Ich nutze daher die S2. Am Kopf ermöglichen mir die Löcher eine weitere Höhenvariation. Am Display selber haben wir standardmäßig den Weser 400 Displayhalter. Ihn kann man sehr einfach an den Bolzen hängen und verriegeln. Die Kabel lässt man je nach Bedarf unten oder oben rausfallen. Das hier ist jetzt ein 55 Zoll Bildschirm. Wir handeln bei der S3 bis zu 90 Zoll große Displays. Ihr seht, mit der Designstele und ihrer Wandelbarkeit entsteht mit wenigen Handgriffen ein stimmiges Gesamtbild. Infos und Statik findet ihr auf der Website. Fragen schreibt uns gerne in die Kommentare oder an info@shoyam.de. Natürlich haben wir bei Shoyam noch mehr Designstelen-Zubehör. Schaut euch unser nächstes Video an. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.